Hallo allerseits! Heute gibt es mal wieder ein Modelleisenbahn-Unboxing aus der Spur 1 Welt im Maßstab 1:32. Hierzu habe ich von der Firma KM1 Modellbau leihweise eine elegante Schnellzugdampflok der Baureihe 10 erhalten. Nachdem dieses Modell bereits ab Werk ausverkauft ist, musste ich mit einem Exemplar aus dem Ausstellungsraum von KM1 Vorlieb nehmen. Kurz ein Blick in die mitgelieferte, sehr ausführliche Bedienungsanleitung. Hier ist noch ein Zusatzblatt mit Infos zu den Belegungen der Funktionstasten. Und auf der Rückseite sind links wichtige Fahrradius-Hinweise zu den montierbaren Zurüstteilen, die beim mir vorliegenden Ausstellungsmodell von KM1 bereits angebracht sind. Auf der rechten Seite gibt es schließlich noch ein paar Vorbildinformationen. Die Originalbaureihe 10 wurde laut einem mir vorliegenden Fachbuch des Alba Verlages 1956 als Probelok von der Firma Krupp in 2 Exemplaren an die Deutsche Bundesbahn geliefert. Das Messing-Handarbeitsmodell von KM1 wurde in 10 Varianten produziert. 6 davon gemäß Vorbild 10001 und die anderen 4 als 10002. Die Loks haben mit NEM-Radsätzen einen Listenpreis von 3.290 €. Für dieses Video und für einen Bericht in der Fachzeitschrift Eisenbahnmagazin habe ich leihweise die 10001 gemäß Zustand des Jahres 1973 erhalten. Also in etwa so, wie sie noch heute im Deutschen Dampflokmuseum in Neuenmarkt, Würzberg steht. Normalerweise ist die Lok ab Werk mit einem Stromlinienverkleidungselement mit Ausschnitt für das vordere Vorlaufrad bestückt. Und innen ist dann beispielsweise auch das Kolbenschtangenschutzrohr und die Aufstiegsleiter noch nicht montiert. Dafür ist das Modell dann ab einem Gleisradius von 1020 mm einsatzfähig. Im hier gezeigten originalgetreuen Zustand benötigt die Baureihe 10 hingegen einen Mindestgleisradius von 3 Metern. Nachdem die Lok gerade liegt, zeige ich mal kurz die gute Beweglichkeit des Vorlaufdrehgestells. Auch die Treibräder mit gefedert montierten Kugellagern sind sehr beweglich. Der Antrieb des Bühlermotors wirkt über ein Getriebe auf die dritte Treibachse. Und schließlich noch ein Blick auf die ebenfalls erfreulich bewegliche Schleppachse. Zur elektrischen Verbindung zwischen Lok und Tender dient eine raffiniert ausgeklügelte schwenkbare Kupplungsdeichsel mit einer Leiterplatte, die oben und unten jeweils 2x5 Kontaktflächen hat. Wie diese Kupplung genau funktioniert, zeige ich, sobald ich die Lok aufgegleist habe. Die Lok selbst wiegt 5,7 Kilogramm. Der Tender bringt knapp 2,8 Kilogramm auf die Waage. Die Gesamtlänge über Puffer beträgt beim getesteten Modell 833 mm, also nur geringfügig mehr als gemäß Vorbild. Ich habe jetzt schon mal die Lok auf einen Rollenprüfstand gestellt und zeige nun noch einmal aus der Nähe die sehr einfach handhabbare Lok-Tender-Kupplung mit integrierter Stromverbindung. An der Lok befindet sich die bereits gezeigte schwenkbare Kupplungsdeichselleiterplatte mit 10 Kontaktflächen auf jeder Seite. Das Gegenstück im Tender ist ein ebenfalls schwenkbarer Steckverbinder mit trichterförmiger Öffnung. Und unten befindet sich am Steckverbinder ein Sicherungshaken,
zur automatischen Verriegelung von Lok und Tender, wenn man den Tender zur Lok schiebt. KM1 nennt dieses System elektrokinematische Kurzkupplung oder Kinelektrik. Zur Entkupplung muss der Sicherungshaken einfach nach oben gedrückt werden. Hierzu hat KM1 eine Entkupplungshilfe aus Plexiglas entwickelt, die natürlich serienmäßig zum Lieferumfang gehört. Das Modell hat übrigens einen Multiprotokoll-Digitaldecoder LokSound 5 XL von ESO mit einem integrierten Pufferspeicher und ist mit 31 schaltbaren Funktionen programmiert. Zunächst zeige ich erstmal die Lichtfunktionen auf Basis von Leuchtdioden. Die Lok hat eine Dreilichtspitzenbeleuchtung, die in Abhängigkeit von der Fahrtrichtung umgeschaltet wird. Zudem kann man mit einer separaten Funktionstaste ein rotes Schlusslicht aktivieren. Mit einer weiteren Funktionstaste sind auch beide Schlusslichter schaltbar. Natürlich sind auch im Tender die Dreilichtspitzenbeleuchtung und die Schlusslichter aktivierbar. Zudem ist eine Triebwerksbeleuchtung zuschaltbar. Selbstverständlich hat auch der Führerstand eine Beleuchtung. Und wenn wir schon dabei sind, zeige ich jetzt auch gleich den Führerstand von innen. Hierzu habe ich nochmal den Strom abgeschaltet und den Tender abgekuppelt. Ich komme jetzt zu den Soundfunktionen des Modells und zeige währenddessen auch wieder viele Detailaufnahmen. Wir hören zunächst die von KM1 bei dieser Museumslok und einigen weiteren Varianten gemäß Vorbildbetriebszustand eingesetzte Fünftonpfeife. Den Kurzpfiff gibt es in zwei Varianten. Die Fünftonpfeife hat Andreas Krug von KM1 auf Basis von historischen Originalaufnahmen digital analysiert und nach Frequenzen zerlegt. Dann wurde der Pfiff digital komplett rekonstruiert, zusammengemischt und gesampelt. Der Langpfiff hängt wieder davon ab, wie lange ich auf die Taste drücke. Bei den anderen Modellvarianten ist ab Werk die nachfolgend zu hörende dB-Neubaupfeife programmiert, wie sie auch in anderen Neubauloks zu finden ist. Beide Pfeifen sind in allen Digitaldecodern der Baureihe 10 von KM1 enthalten und können alternativ mittels CV-Register-Konfigurierung ausgewählt werden. Und nun noch einmal kurz die Fünftonpfeife. Jetzt die weiteren Geräusche. Das Zylinder ausblasen. Der Ölbrenner. Bei der Kohleversion der 01 gibt es natürlich dann stattdessen ein Kohleschaufeln. Mit einer weiteren Taste gibt es je nach Lok das Abschlammen oder die Ölzusatzfeuerung. Als nächstes das Sicherheitsventil, das Kupplungsgeräusch, für die hintere Kupplung ist die Kupplung kombiniert mit einem Kupplungswalzer, sprich die Lok setzt zuerst ein Stück zurück und fährt dann wieder vor.
die Speisepumpe, die Luftpumpe, mit einer Funktionstaste kann man die Bremsprobe schalten. Das Sanden, der Schaffnerpfiff. Hier gibt es eine ganze Reihe weitere Varianten, die zufallsgesteuert beim nächsten Tastendruck dann aufgerufen werden. Dann das Wasserfassen. Wasserstand prüfen. Und schließlich noch der Injektor. Ein paar weitere Funktionen arbeiten nur in Verbindung mit dem Fahrgeräusch, das ich jetzt mal einschalte. Das ist jetzt zum einen die Lichtmaschine, wenn man irgendeine der Beleuchtungsfunktionen aktiviert. Ich schalte sie wieder ab. Und der Hilfsbläser. Und schließlich noch die servomotorisierte Umsteuerung beim Fahrtrichtungswechsel. Die sieht man jetzt zum einen sich bewegen und zum zweiten gibt es auch ein passendes Geräusch. Ich wechsle jetzt von vorwärts auf rückwärts. Und jetzt wieder von rückwärts nach vorwärts. Noch einmal aus der Nähe, Fahrtrichtungswechsel vorwärts auf rückwärts. Und dann wieder von rückwärts nach vorwärts. Weitere Soundfunktionen gibt es beim fahrenden Modell. Zunächst lasse ich mal die 10001 anfahren. Jetzt schalte ich das Spurkranz-Kurvenquietschen zu. Und wieder aus. KM1 hat auch das Dreizylindertriebwerk der Lok sehr realistisch in Szene gesetzt. Neben den Treibstangen zwischen den Außenzylindern und dem mittleren Kuppelradsatz ist sogar der Antrieb des Innenzylinders zum vorderen Kuppelradsatz funktionstüchtig nachgebildet. Und das zeige ich nun mal aus der Nähe. Jetzt wird es aber Zeit, dass ich die Baureihe 10 etwas schneller fahren lasse. Mit Funktion 10 kann der Fahrsound von einer normalen Lastbetriebssimulation alternativ auf einen leichten Lastbetrieb umgeschaltet werden.
Dasselbe nochmal bei höherer Geschwindigkeit. Generell lässt sich der Lautstärkepegel über F15 in 6 Stufen umschalten. Wenn einem das Bremsenquietschen nicht gefällt, kein Problem, es lässt sich mit der Funktionstaste F27 deaktivieren. Schließlich zeige ich jetzt noch die 3 Rauchentwicklerfunktionen. Das Dampfdestillat wird hierzu einfach mit einer Pipette in den Schornstein eingefüllt. Der Rauchentwickler wird über Funktionstaste 4 aktiviert, aber nur wenn zudem der Dampfloksound eingeschaltet ist. Miniaturlüfter sorgen in Abhängigkeit vom Fahrzustand und auch unabhängig voneinander für die passende Optik am Schornstein und an den Zylindern. Der Zylinderdampf wird auch bei Aktivierung der Funktionstaste für Zylinderausblasen entsprechend getaktet. Und schließlich qualmt es auch noch aus der Dampfpfeife, wenn man mit F2 oder F3 den Pfiff der Lok aktiviert. So, jetzt aber genug mit den Trockenfahrübungen auf dem Rollenprüfstand.
Allerdings kann ich leider auf meiner Testgleis-Modulanlage die KM1-Lok nur geradeaus fahren lassen, weil ich bislang keine großen Gleisradien habe und auch am leihweise erhaltenen Ausstellungsmodell von KM1 nicht die ganzen Zurüstteile abmontieren möchte. Vielleicht ergibt sich ja mal, dass ich eine Gelegenheit bekomme, ein Modell der Baureihe 10 im Auslieferungszustand für den Einsatz auf Gleisbögen mit 1020 mm Radius filmen zu können. Falls ja, erscheint dann hier ein entsprechender Link. Momentan fährt das Modell übrigens in der niedrigsten Fahrstufe. Es braucht dabei pro Meter 61 Sekunden. Das entspricht maßstäblich umgerechnet einer Geschwindigkeit von 1,9 Stundenkilometern. Zu guter Letzt jetzt noch eine normale Pendelfahrt. Das war's mit meinem Unboxing-Video über die Baureihe 10 in Spur 1 von KM1 Modellbau. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und ich würde mich freuen, wenn Sie mal wieder auf meinem YouTube-Kanal vorbeischauen würden.